Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Plus, so gemerkt, ne? Genau, so, wir haben in der letzten Folge, was haben wir denn da gemacht? Wir haben, genau, Kabel mit angefangen und jetzt wäre der nächste Schritt, ja, erstmal die Container quasi auszutauschen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal, ja, ein bisschen Material, ne? Denn ohne Material geht hier mal gar nichts. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit den 80 Rotoren. So, wir brauchen 1280 Bleiblech. Ui. Ui, 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 ui. Das wird... Ui. Das wird schwierig, glaube ich. Denke ich. Weil wir... Ich weiß gar nicht, produzieren wir Blei? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch so ein bisschen Performer halber, aber so wirklich optimal ist das nicht, ne? Gut, aber dann müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir... Ja, schwierig. Echt schwierig. Ähm, also was würde jetzt eigentlich noch fehlen? Lass uns da mal gucken. Ich habe da gerade jetzt überhaupt keinen Überblick drüber. Also, lass uns mal schauen. Also, wir stellen her Eisendraht, Kabel, Draht. Beton stellen wir her. Ähm, Schrauben, Eisenplatten. Kupferrohre fehlt noch. Aber für Kupferrohre bräuchten wir wiederum Kupferschienen. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen an, ja, an die Kupferrohre rangehen. Lass uns da doch mal gucken, was wir da machen können. Ob wir die da hinten noch mit aufbauen können, ob wir vielleicht das Ganze ein bisschen weiter da hinten hinbauen. Ich habe gerade keinen Plan. Das Problem ist ja, alles gut und schön, das läuft ja auch alles hier wunderbar, aber nach hier hinten raus, ja, wird es einfach ehrlich ein bisschen doof. Das wird einfach zu hoch und das sieht dann nicht mehr geil aus und nee, das mag ich nicht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal hier so stehen. Das ist mir hier ehrlich gesagt auch schon echt viel zu hoch, weil da kann ja schon bald wieder eine zweite Produktion hier mal mit da. 1, 2, 3, 4. Guck mal, da kannst du ja hier schon bald eine Produktion unten drunter bauen, ne? Wenn du danach gehst, ne? Das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich gerade sehe. Das Problem ist aber auch, da jetzt irgendwie ein anderes Raster reinzukriegen, wird, glaube ich, das ist auch wieder so ein Problem. Ja, 45 Grad Winkel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber was hätten wir denn sonst für Möglichkeiten? Jetzt fehlt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen was Kreatives, muss ich sagen. Voilà. Wir könnten natürlich jetzt hier hoch. Aber jetzt dabei die Frage, lass uns mal ein bisschen Biomasse holen.
Produziert die noch? Ja, die produziert noch. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Platz brauche ich denn dafür. Also ich muss ja aus den Kupferschienen, ist ja auch die Frage. Mal ganz kurz einmal gucken. Konstruktor. Kupferrohre. Na, wir brauchen 40 Kupferschienen und standardmäßig machen wir 20. Das heißt, wir brauchen 60 Kupfermarren. Das können wir total vergessen. Das wird nicht funktionieren. Brauchst einfach zu viel Kupfer hier, ne? Weil ich habe die schon angeschlossen, die angeschlossen. Dann haben wir die hier hinten. Ja, das wird echt. Ja, hier hinten sind ja eigentlich auch noch welche irgendwo, ne? Warte mal. Ja, das Problem ist einfach, dass wir sie nicht übertakten können. Das ist momentan das einzig größere Problem, was ich habe. Gerne jetzt nochmal. So, das ist die da oben. Das ist die da hinten. Aber was ist denn mit den Jungen? Das sind doch auch welche, oder nicht? Aber die hat er jetzt nicht gescannt hier, ne? Ich scanne nochmal. Ah, doch, jetzt zeigt er sie mir an. Hier unten. So, jetzt habe ich hier ja was Provisorisches aufgebaut, ne? Da kommt ja dann noch Kupfer mit raus und Zink. Da könnte man daraus ja auch gleich die Zink-Dinger machen. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier mal reinschaue, die macht 30 pro Minute. So, und die hier macht auch 30, aber die macht hier 60. Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir den Strom mit oder weg. Könnten das Ganze natürlich so aufbauen, ne? Aber da müssen wir jetzt hier unten natürlich erstmal alles wegreißen. Das ist ja dann auch wieder ein Problem. Weil ich kriege ja hier das zerkleinerte Kupfer raus. So, wenn ich dieses zerkleinerte Kupfer kriege ich hier 45 Kupferbarren raus. Das heißt, wenn ich davon 60 zerkleinertes Kupfer rauskriege, plus 15. Beide kriegen wir aber 90, glaube ich, ne? Aber ne, wenn wir das hochschrauben, wenn wir hier auf 60 gehen, kommen wir auch auf 60 raus, ne? Dann brauchen wir aber hier 120 zerkleinerte Saphirite. Dann, wenn wir 120 zerkleinern wollen, brauchen wir 2 Stück davon. Da kommen wir hier. Beginnen mal mit Abriss, Umbau etc. und gucken mal, dass wir da mal hier unten runterkommen. Aber bevor wir das jetzt machen, würde ich mich tatsächlich erstmal an den Rest von Eisen machen. Ich würde dann ganz gerne erstmal jetzt die Eisenplatten produzieren, glaube ich. Die verstärkten. Weil dafür brauche ich nur Eisen und ich habe da ja noch so eine schöne Eisenmine über. Die sich da ja quasi förmlich anbieten würde. Weil in der Zeit, mal gucken. Ja, guck mal, hier kannst du den schon mal voll machen, dann kann die den Rest weiter produzieren. Dann würde ich mal eben kurz schauen, was wir hier benutzen können und was nicht. So, dann machen wir jetzt erstmal hier
Da haben wir auch Beton, das ist okay. Dann können wir dann mal hier das Zeug da reinschmeißen. Hier werden wir dann mal eben das Kupfer verarbeiten. Ja, ist gar nicht so easy. Aber da müssen wir uns jetzt mal langsam ganz entspannt dran machen. So, dann nehmen wir jetzt das Zeug hier, müssen wir hier mal eben kurz wieder auf Kupfer umstellen. Schlempige Kupferbahn. So, dann räumen wir das Zeug da nämlich jetzt alles einmal komplett eben leer. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber dass das da hinten schon mal nicht mehr weiter produziert. Und dass wir vor allem auch unser Inventar mal ein bisschen leerer kriegen hier. So, und das heißt... Das lassen wir schon mal wegwandern. Und das wandert auch erstmal hier raus. So, jetzt machen wir das hier raus, das hier raus. Gut, das lassen wir jetzt noch eben weiter verarbeiten, das ist ja kein Problem. Hier nehmen wir das noch mit raus und dann gucken wir mal weiter. Ja, sonst müssen wir gucken, wo wir sonst noch Kupfer finden, ne? In der Nähe hier. Dass wir das Zeug dann halt einfach hier ranholen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das, dass wir eine Runde hier über den Sortierer arbeiten, glaube ich. Genau, und ich habe hier diese Nox Research Mod habe ich auch rausgenommen, weil die mir letztens echt zu viele, ich sag mal, Abstürze beschert hat, ne? Das war nicht so ganz optimal. So, dann müssen wir nochmal hier ein bisschen Kupfer verarbeiten. Dazu pausiere ich das Ganze mal eben kurz und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch mal wieder zurück am Start. So, Mikrofon noch mal eben hier ein bisschen richten. So. Jo. Ich habe derweil jetzt schon mal eben auch hinten alles beim Kupfer komplett abgerissen. Und da werde ich dann später, ja, quasi alles so ein bisschen weiterbauen. Aber erstmal würde ich sagen, werden wir aufbauen eine Produktion für unsere verstärkte Eisenplatten. So, und dazu lasse ich hier tatsächlich jetzt mal erstmal 2 Fundamente lang mal ein bisschen Platz und wir gucken mal, wie weit wir hier hochgehen können. Ob und wie und was. Oh, das sollte doch eigentlich wunderbar reichen, ne? Wenn wir jetzt hier anfangen, können wir uns doch mal kurz überlegen. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Fabrikator.
Pass auf, lass uns doch schon mal eben ein bisschen Sachen zusammenschustern für die ganze Geschichte hier. Dass wir hier die Dinger austauschen können, ne? Ja, dann brauchen wir ein bisschen Schrauben. Die können wir auch schon mal holen. So, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Bleiblech. Können wir doch bestimmt auch schon so ein bisschen was machen, ne? Guck mal, wir können noch die letzten Bleiplatten bearbeiten hier. Dann haben wir doch schon bald alles zusammen hier. Okay, so, was brauchen wir denn dafür? Ja, auf jeden Fall brauchen wir Rotoren, ne? Also wir kommen nicht drum rum, mal eben hier ein bisschen Bleiblech zu produzieren. Ohne geht nicht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir fast, aber auch das komplette Blei fertig. Ein bisschen brauchen wir noch, aber nicht allzu viel. Dann können wir das aber gucken. Den Rest müsste sogar fast reichen, glaube ich. Das machen wir natürlich jetzt eben so. Dann brauchen wir noch Zinndraht. 1600 Stück. Wenn es mehr nicht ist, ne? Dann dürfte das ja kein Problem sein. Ey, hallo, stopp, stopp, stopp. Oh, hört er nicht auf. So, machen wir Zinnstange noch. Da brauchen wir dann noch ein bisschen mehr von. Das ist noch so viel, ey. Mann, 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 das ganze handgecraftet hier, ne? Aber es hilft ja nichts. Weil das nicht alles so lange dauern würde. Wäre das alles, glaube ich, ein bisschen entspannter, ne? Aber ja, Zinndraht hätten wir dann ungefähr die Hälfte fertig. Aber da würde ich erstmal ein bisschen abwarten, glaube ich. So, jetzt gucke ich erstmal bei den Rotoren. Da kriegen wir jetzt sogar 215 Stück hin. So viel brauchen wir aber gar nicht. Wir machen jetzt erstmal die 80. Und dann gucken wir mal. Oder machen wir erstmal 10. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, dann würde ich jetzt erstmal einen Container hier vorne hinbauen. Würde dann mal eben den hier mal eben abkapseln. Würde den mal eben leer räumen. In der Hoffnung, dass es auch reicht.
So. Würde ich den mal eben hier wegflacken und dann würden wir jetzt einmal hier den Special Container hier reinsetzen. Schließen wir den mal da an. Und packen das ganze Zeug einmal wieder da rein. Okay, er haut das letzte Zeug wirklich komplett weg. Da. Oh, die ballerte aber recht zügig durch, die Dinger, ne? Das muss man ja mal sagen, ne? Ja, zumindest solange ich noch keinen kompletten Container habe. Also kein Zentrallager habe und so weiter, wäre das ja... Ist das so die einfachste Lösung? Erstens mal kommt man besser an Coupons. Okay, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier einmal den da hinsetzen. Den dann da hinsetzen. Den einmal hier rüberziehen. Und den dann einmal da dran schließen. So, dann hauen wir jetzt mal hier das ganze Zeug mal hier rein. So, dann können wir das hier wieder anschließen. So, dann läuft der schon mal konstant einmal durch. Dann wäre der schon mal erledigt. Dann machen wir jetzt hier den nächsten Part. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen eintönig und langweilig, aber ich kann es nun mal nicht ändern gerade. Oh, zu viel. Gut, haben wir noch eine Werkbank irgendwo hier rumstehen? Da hinten ist noch eine. Machen wir mal eben kurz 10 Rotoren. So, jetzt brauchen wir dann nochmal eben das Zinndraht. Minimum 100. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier auch weiter hier rüber spinnen. Der muss dann dahin. Ja, kommt schon. Der geht dann darüber. Oh shit, der ist falsch. Strom. Nehmen wir doch den hier. So.
Hä? Ist ja kein Strom jetzt hier oder was? Da ist kein Strom drauf. Ach, kann ja auch nicht. So, dann können wir jetzt den hier leer machen. So, dann schieben wir jetzt den ganzen Kram einmal da rein und dann machen wir gleich den nächsten Part weiter hier. Aber den Rest werde ich dann auch mal eben dann dementsprechend auf Screen umbauen, weil das ist ja jetzt nichts Wildes, ne? Zack, 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 alles weg. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt alles erstmal wieder anschließen. Dann soll doch alles wieder wie gewohnt rauslaufen. Das Zeug haut er wahrscheinlich direkt weg, ne? Ja, da war noch gar nichts da rein. Das geht direkt in den Schredder. Perfekt. Den machen wir rein, den machen wir rein. Dann wissen wir zumindest schon mal, was da eingelagert wird. Gut, und dann würde ich sagen, nächste Part machen wir dann da dementsprechend weiter. Jetzt fangen wir aber erstmal an, dass wir mit den verstärkten Eisenplatten quasi starten. Ah, jetzt gedacht, ich brauche mal Eisenstangen. Genau. Und damit werden wir jetzt loslegen. So, nehmen wir mal einmal ein 200er Stack hier raus, 200er Stack da raus und dann füllt sich das Ganze auch wieder. So, dann machen wir mal eben einmal eine Werkbank hier hin. So, wir behalten das mit dem Container natürlich schön im Auge und wir machen mal eben Produktion. Einen Fabrikator brauchen wir. Dafür brauchen wir erstmal 2 Rotoren. So, dann brauchen wir noch ein paar Eisenplatten, sehe ich gerade. Er hat 4 leer. Er hat 3 leer. Machen wir gleich auf 4. So. Gut. Jetzt will ich mal eben ganz kurz einmal gucken bei dem Rotor. Nee. Bei den verstärkten Eisenplatten. Ach genau, hier ist die kompakte Biomasse, richtig. Verstärkte Eisenplatte. Also wir brauchen erstmal 20 Eisenplatten. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Was mir jetzt so ein bisschen Sorge bereitet... Ne, an sich eigentlich nicht. Haben wir das Schmelzmodul schon? Nein, haben wir noch nicht. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Damit wir uns einen Arbeitsschritt sparen können, machen wir jetzt erstmal Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt hier rein und schalten erstmal das Schmelzmodul frei. Gut, dafür bräuchten wir jetzt natürlich ein bisschen Turbodraht. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Aber das können wir nämlich ganz gut nutzen. Dann können wir nämlich da hinten mit dem Bohrer, weil der ja komplett frei ist, die Sachen nämlich direkt einmal geschmolzen. Dementsprechend da direkt dann rüberjagen, ne? Das wäre natürlich recht sinnig eigentlich. So, dann können wir eigentlich hier vorne, hatten wir zwischendurch mal Turbodraht gemacht, ne? Das könnten wir eigentlich gleich auch wieder machen. Vorausgesetzt, das ganze Zeug hier ist fertig.
Aber wir müssen dann sowieso noch mal eben kurz ein bisschen Zeug holen. Weil mit dem bisschen Katerium, was wir haben, kommen wir nicht aus. Wie gesagt, wenn ich glaube ich jetzt nochmal neu starten würde, ich würde komplett anders anfangen. Also das definitiv. Da würde ich komplett neu starten, würde ich da komplett anders bauen. Aber ich baue jetzt trotzdem erstmal so weiter, dass wir hier die Grundproduktion erstmal fertig kriegen und dann machen wir Schritt für Schritt. So, machen wir einmal hier das raus und das raus. Derweil würde ich sagen, hau ich das Zeug mal im Klein und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe dann gleich nochmal knapp 1200 von dem Zeug gemacht, damit wir gleich ein bisschen mehr haben direkt. Hauptsache keine Flipping-Abfrage beim Baum, aber ist auch okay. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So, ich will jetzt herstellen. Ich muss das Zeug dann jetzt quasi einschmelzen eigentlich, ne? Genau, eigentlich muss ich das ja einschmelzen. Jetzt haben wir natürlich hier einen Haufen Kupfer rumliegen. Das ist aber nicht dramatisch. Dann nehmen wir das Zeug mal hier raus und packen das Zeug mal da rein. So, wie viel hat er denn noch drin? Das Ding ist komplett leer. Und da ist das andere Kupfer drin. Das machen wir dann später. Soll er den jetzt erstmal leer laufen lassen. Eigentlich brauche ich den gar nicht leer laufen lassen. Das ist eigentlich total dämlich. Aber egal. Machen wir jetzt das zerkleinertes Ammonium da rein. Und dann kann er hier schon mal ein bisschen Gas geben. Das nehmen wir raus. Das packen wir. Wo ist es? Da einmal rein. Dann haben wir das. So. Genau, dann brauchen wir 250 Kupferrohr und 50 Bleirahmen. Okay, für die Bleirahmen, es wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Wir brauchen 50 Stück. Noch ein bisschen Schrauben und noch ein bisschen Bleiplatten. Gut, die Bleiplatten sind nicht das Problem. Die können wir, glaube ich, jetzt gleich noch eben hier absnacken. Ja gut, dann würden jetzt 100 Stück fehlen. Wäre, glaube ich, aber erstmal ein bisschen nebensächlich. So. Können wir aber trotzdem schon mal anfangen, die Dinger zu machen. So, dann haben wir schon mal 35. So, jetzt brauchen wir noch 90 Bleiplatten. Und Kupferrohre können wir auf jeden Fall auch schon mal genug machen. Die haben wir auch. Dann haben wir die nämlich schon mal fertig. Das hilft ja schon mal ein bisschen was. Ja, momentan ist halt, ne, viel Organisatorisches hier. Alles so nach und nach hier mal fertig machen. Und wir kriegen unser Inventar ein bisschen leerer.
Oh, 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 oh. Eieiei. Boah, Licht. So. Ach man, jetzt produziert doch mal ein bisschen schneller hier. Ach, 50 Stück noch. Summ. So, da fehlen noch die 1000 Turbodraht. So. Das haben wir schon bei 90 Platten zusammen. Nicht ganz. – 29 fehlen noch. Aber wir könnten die jetzt einfach mal übertakten, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Komm, Hackengas, Hackengas. Die letzten 7. So, jetzt können wir hier nochmal Folgendes machen. Jetzt hänge ich hier hinter einfach nochmal einen kurzen Container ein, dann bin ich fertig damit. So. Dann sollte man ihn vielleicht auch mal richtig dahinter stellen. So, dann kann er nämlich ein bisschen mehr produzieren hier. So. Gut, jetzt machen wir die Bleirahmen fertig, dann haben wir die Kupferrahmen fertig. Dann werden wir jetzt gleich, ja, hier umstellen, irgendwann auf Turbodraht, ne, sobald er hier fertig ist. Also beziehungsweise auf die Stangen und dann kommt da der Turbodraht hin. So, jetzt machen wir erstmal eben die letzten Bleirahmen, 15 Stück. So, zack, haben wir. Dann haben wir das da rein, das da rein, das da rein. Gut. So, dann können wir jetzt ja hier eigentlich noch ein bisschen Turbodraht machen, aber der macht ja hier gerade sowieso nichts. Dann, warte mal, hier stellt der Katerium Stange her. Und dann soll er hier gleich Turbodraht herstellen, richtig? Okay, ist jetzt der letzte Rest, der hier durchläuft. 2, 1 und 0. So, Turbo Rad. Da ist er. So, dann haust du hier die Stange rein. Haben wir noch Platz hier drin? Jo, haben wir. Und hier stellen wir dann die Katerium-Stange her. Haben wir schon mal 200 Barren fertig. Können wir hier ein bisschen Gas geben. So. Dann haben wir das auch soweit am Laufen. Gut. Würde ich vorschlagen, wir warten dann mal ab bei einer Sache. Können wir noch mal eben machen. 200, 400, 600, 800. Weil wir können ja jetzt auch Glas herstellen. Wenn wir mal eine Sache uns schon mal kurz so ein bisschen anschauen. Lampiges Glas, da brauchen wir einfach nur Sand für. Und ich glaube, ich werde dann später noch eine Produktion aufbauen, das einfach... Also Gestein und Sand werde ich nicht einlagern, weil das ist totaler Kokolores. Einzige, was ich wirklich machen werde, ist, dass wir das schlampige Glas halt dementsprechend einlagern müssen. Ne? So, jetzt aber mal gucken, können wir jetzt nämlich mal so ein bisschen
so ein Hauch von Struktur in die ganze Geschichte reinbringen. Also Struktur an sich haben wir ja schon, das ist ja nicht das Problem. Aber das heißt, wir könnten jetzt hier hergehen und könnten jetzt zum Beispiel schon mal hier ein Fenster hinsetzen. Das gleiche machen wir dann auch hier. Nehmen wir auch das Fenster. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, oder? Das gleiche machen wir auch hier. Auch wenn man dann zwar nur von einer Produktion in die nächste Produktion gucken kann, aber das spielt ja erstmal keine Rolle. Ich finde die eigentlich ganz cool, die Fenster. Ich mag die. Muss ja nicht alles immer vollgeklatscht sein mit Fenstern, ne? Man kann ja hier oben, werde ich auch noch ein paar Fenster einbauen. Da werde ich aber mehr so durchgängige Sachen reinmachen. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann man dann mal so ein bisschen reingucken. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge geht weiter. Aufbau für verstärkte Eisenplatten. Wir machen aber vorher eben das Schmelzmodul frei, dass wir dann die Sachen hier vorne direkt einschmelzen können. Wir müssen uns dann aber noch ein bisschen was überlegen, was machen wir mit der Schlacke. Die müssen wir noch ein bisschen weiter verarbeiten. Dafür müssen wir natürlich später noch mal ein kurzes Lagerchen bauen, ne? Da müssen wir mal gucken. Gut, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.